Das kennt jeder. Goebbels Villa Bogensee. Das Licht geht noch, da. Ja, wir haben Licht. Das ist originalreich. Oh ja, das schreit ja förmlich nach Drittes Reich. Also das war wahrscheinlich hier sein Arbeitszimmer, seine Kanzlei oder wie sich das nennt, ne? Ja, 1939. So Schutzdinger, die du hochmachst, wie so Rollläden. Der Propagandaminister und enger Vertrauter Hitlers baute hier ab 1939 seinen Landsitz, um vom politischen Geschehen in der Natur Urlaub zu machen. Doch der Schein trügt. Goebbels soll auch hier seine Affären getroffen haben, die Hitler ihm untersagte, da das Bild des Staatsmannes als Familienvater gewahrt werden sollte. Sie war gerade 20 Jahre alt, als sich der Reichspropagandaminister Dr. Josef Goebbels in sie verliebte. Die Ehe Goebbels geriet dadurch ins Wanken. Hitler griff ein. Der Reichspropagandaminister musste sich von Lida Barowa trennen. Er hatte eine ganz außerordentliche Anziehungskraft auf Frauen. Ja? Ganz trotz seiner Körperbehinderung. Er war elegant, er war charmant, er konnte in der entzückendsten Form Frauen, sagen wir mal, Elogen machen. Wie war der Propagandaminister Dr. Josef Goebbels privat? War er das Monster, für das er heute bekannt ist? Liebender Ehemann und Vater, trotzdem untreu mit einer Vorliebe für junge Frauen? Hitler kam uns entgegen und sagte gleich zu mir: Frau Barowa, verzeihen Sie, mein Adjutant hat vergessen, die Blumen zu ihrer Hochzeit zu bringen. Der stand daneben und sagte: Sie sind nicht verheiratet? Und war ganz erstaunt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ihm sehr leicht geworden ist. Und hat mir die Rosen gereicht und ein Bild von Goebbels. Auf Wiedersehen. Er hat sich tadellos benommen. Ich verstehe nicht, dass so viele meine Kolleginnen schreiben, dass er sie wahnsinnig verführen wollte gleich und so weiter. Und dass er, ich weiß nicht, sich unanständig benommen hat, das kann ich nicht sagen. Er hat sich zu mir wunderbar als Kavalier benommen. War Goebbels ein anderer, für den er heute gehalten wird? Führte der Mann, der den totalen Krieg ausrief, ein Doppelleben? Haben die Zeugen ihn bewusst als wollüstig dargestellt, um sich wichtig zu machen und um Abstand vom Nationalsozialismus zu gewinnen? Haben sie das Narrativ bedient, welches vorherrschte? Traute man sich nicht, die Wahrheit zu sagen, um nicht als Sympathisant der Figur Goebbels dazustehen? Er hat sich wirklich wunderbar zu mir benommen. Ich weiß nicht, von Leni Riefenstahl und von vielen meinen Kolleginnen lese ich in den Büchern, der hat sie immer belästigt. Ja, dieser Mann hätte überhaupt nicht arbeiten können, wenn er so viele Frauen gehabt hätte. Und wenn er sich um jede Schauspielerin beworben hätte. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, wenn ich das lese, dann habe ich das Gefühl, dass sich viele meiner Kolleginnen interessant machen. Die machen sich interessant, der ist tot und sie können ruhig schreiben, dass er mit ihnen irgendwie anbandeln wollte oder sowas. Das kann man ja heute nicht mehr beweisen, nicht wahr? Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Zu mir hat er sich wunderbar benommen, eigentlich seine Liebe geliebt. Er hat mich so sehr geliebt, dass ich der Liebe verfallen bin. Dass er zu seiner Frau gegangen ist und hat ihr alles gebeichtet. Er hat ihr gesagt, dass er mich liebt und dass er ohne mich nicht leben kann. Da hat er mich angerufen und hat gesagt, ich habe meiner Frau alles gesagt. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, das ist also das Ende. Das ist sehr schlimm. Sie hat gesagt, Sie lieben meinen Mann. Ich habe gesagt, ja. Sie sagte, ich liebe ihn auch. Ich habe gesagt, ja, ich weiß. Einen Tag zum Hitler und hat ihm alles anders erzählt, als es war. Hat ihm gesagt, ich hätte mich in ihre Ehe eingeschlichen und hat gelogen. Und der Hitler hat sich den Goebbels kommen lassen und hat von ihm Ehrenwort verlangt, dass er mit mir Schluss macht. Wie war der Reichspropagandaminister Dr. Josef Goebbels privat? Wie lebte der geistige Brandstifter des Dritten Reiches wirklich? Die Villa besitzt eine Fläche von 1600 Quadratmetern mit mehr als 60 Dienstzimmern, einem Kino, einem eigenen Wasserwerk und einer Kläranlage. 1944 wurde aufgrund der zunehmenden alliierten Bombenangriffe ein Bunker errichtet. Nach dem Krieg im Jahre 1946 quartierte sich die FDJ, die Freie Deutsche Jugend, in der Villa ein und schulte ihren Funktionärsnachwuchs.
Zu DDR-Zeiten durfte das Haus nicht gefilmt werden. Die SED hatte sich hier eingenistet. Auch neue Bauten im sozialistischen Baustil wurden errichtet. Wo einst die Nationalsozialisten waren, sind jetzt abgeschottet die Sozialisten und verbreiten hier ihre Ideologie. Hier wurden unter anderem auch linke Aktivisten und Freiheitskämpfer aus der westlichen Welt die Lehren von Marx und Lenin überliefert. Heute steht das Gelände seit über 20 Jahren leer. Über eine Weiternutzung wird gestritten. Die einen wollen es abreißen, die anderen umbauen. Was aus dem Gelände und seinen Bauwerken wird, steht nicht fest. Wir konnten exklusiv einen Einblick in die Villa Bogensee werfen und diesen einst so wichtigen Ort erkunden. Da frühstückt ja noch jemand. Bedienste von Goebbels, die warten noch. Voraus allen den Gehorsam. Ja, Herr Goebbels kommt ja gleich noch. Wurde nachgenutzt. Ja, klar wird das nachgenutzt. Ne? Ich finde die nicht mal schön. Nee. Hat gar nichts, ne? Einfach nur groß. Der Baum ist schön hier. Nicht wirklich gelebt. Die haben sich ja überall Häuser hingezimmert, ne? Also ich meine, ich habe ja auch eins auf Mailand und Dubai. Auf Mailand. Auf Mailand selber, ja, obendrauf. Cool. Hast du denn da Inselfeeling? Nee, Ach, die sind drin. Hey, da drin, die sind drin. Ach, da. da wird schon ein Lichtsignal gegeben. So, da ist Licht angegangen. Und schön? Zeige ich euch jetzt erstmal noch ein bisschen. Hab noch nicht ganz so gesehen. Da ist ja wieder die schöne Stellung. Alexandro, so gefällt mir das gut. In devoter Haltung super. Super. Jetzt seht ihr das gleich. Also das erkennt jeder. Wenn ihr davor steht, seht ihr das. Weil das ist, glaube ich, weltbekannt. Dieses Panorama. Mhm. Oder, Fabi? Jetzt kennst du besser auch. aus. Ja, Ja. genau. So. Das kennt jeder. Oh, ist ja aber niedrig alles. So, jetzt sind wir drinnen. Licht, Spiegel, Heizkörper, komische Menschen und eine Toilette. Hier ist Feierabend, warum man das auch immer so geplant hat. Türe, das ist Betondecke. Ja. Großer Raum. Hohe Decken, schön. Und? Deutlich marschiert. Was? In der Ecke ist Oder wo geht's denn weiter? Ach so, das ist nur ein Teil. So. Und das hohe Fenster, eine Türe, ein Heizkörper, der ist aber schon ab. Also haben wir nur einen Flügel hier tatsächlich. Nur ein Flügelchen. Ja, hier lief der Propagandaminister mal durch in Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Wir sind hier falsch, ja. Also es ist nur ein Flügel, ne? Nein, hier, wie heißen diese Agentenserie? Ja, genau die. Ich krieg hier wieder Urheberrechtsprobleme, wenn du immer so gut Musik machst. Also mit sowas, das ist Osten, Plastik, damit hätte sich Goebbels nicht unbedingt geduscht. Ja, so. Oh, das geht noch. Wie? Das Licht geht noch. Da. Ja, wir haben Licht. Oh, hier, schön. Das ist auch nicht... Das ist die Goebbels Suite. Genau, so hätte er nicht gewohnt. Ja, das ist halt schön DDR, ne? Es ist Idealstandard Ostdeutsch. Da siehst du Hotelzimmer 1 bis 3. Ah ja, warum haben wir dann nicht hier geschlafen? Ja. Okay, das war ein Hotel. Oh, schön, ja, richtig. Oh, hier wären genug Betten für alle. Schau mal. Siehst du, dieses Braune, was ist das? 70er Jahre, ne? Ja, 70er. Braun und Pink war damals komplett modern, ne? Krass.
Die Lampen sehen aus wie in so einem Fotostudio, so ein altes. Ne? Und der gute, wie ist der mal, dieser Schenkel? Spiegelschrank. Alibert. Okay, das weiß ich nicht mehr. Alibert. Da bin ich zu jung für. Aber da kannst du ja mal einen Schwank aus deiner Jugend erzählen, von 1940. Du Arsch. Und ich finde es nicht schön. Also auch wie es innen gebaut und aufgeteilt ist. Es ist überhaupt nicht so, wie man es... Also es gibt ja so viele Bauten mit Charakter aus dieser Zeit, die jetzt nicht unbedingt alle von den Nationalsozialisten gewusst werden, nur die aus dieser Zeit kommen. Und die waren deutlich mit mehr Charakter und Stil. Ne? Ja. Weil das ist irgendwie tot und kalt. Ne? Das hat nicht mehr die... Das einzige Schöne ist, interessantes Hintergrund. Ja, aber meinst du, es war, als es gebaut wurde, 1940, hätte dir es gefallen? Nein. So wie es liegt und vom Baustil hätte mir das auch nicht gefallen. Aber ich denke, die haben da auch noch einiges dran geändert. Der hat doch nicht den Boden hier gehabt. Nein, natürlich nicht. Ja. Aber selbst wenn das Interieur hier besser ist, von der Raumaufteilung, wie das gebaut ist, das gefällt mir einfach nicht. Ne? Es sind dicke Wände, also das Holz, das könnte original sein. Ne? Also das ist schon sehr auf jeden Fall sehr aufwendig gebaut von den, ne? Also Echtholz, dicke Türen. Oh, hier ist, Vorsicht, Stufe, Essensraum oder sowas, ne? Was haben wir denn hier noch? Muss ich mal gucken. Warte mal. Können wir hier nicht einfach mal Licht anmachen? Mach doch mal Licht an. Das geht. Oh, hier, guck mal. Oh, hier ist aber deutlich anders. Oh, das hier war damals High-End. Guck mal, so eine begehbare Dusche, wo man so reingeht. Und auf der rechten Seite... Ne? Also das war damals schon richtig Luxus. Das war die Präsidentensuite hier. Guck mal, Doppelwaschbecken? Nee, das ist hier für den Hintern, oder? Nee, das ist kein Bidet, ist auf dem Boden. Ja, aber das ist doch kein Waschbecken. Doch. Das ist für was anderes. Handwaschen. Hände waschen. Ja, für Kinder vielleicht ein kleines. Ja, also ein Bidet ist immer auf dem Boden. Aber guck mal hier, begehbare Dusche, hast du gesehen? Das ist High-End zu der Zeit gewesen. Oh ja, Ja. Das ist... Guck mal, mit Fußdusche da unten. Das ist wirklich High-End gewesen. Das war Präsidentensuite hier. Also, Wir müssen das Licht gleich wieder nur löschen, ne, wenn wir gehen. Ja, also das, siehst ja hier der große Raum, gehört das auch noch mit dazu? Ja. Ankleideraum. Okay, mit den eingelassenen, das war wahrscheinlich sowas wie die Präsidentensuite, wenn hier ein Hotel drin war, ne? Könnte schon sein Bereich gewesen sein, meinst du nicht? Ja, weil das so gebaut wurde. Lass mal hier durchgehen. Weil hier ist ja die... ist möglich. Ich habe keine Informationen jetzt eingeholt, weil das... Also man muss dazu sagen, es war ultra spontan, dass wir hier hingefahren sind. Wir haben gehört, dass es auf und unsere Freunde sind hier und dann haben wir gesagt, wir fahren mal gucken. Also jetzt sieht man, das ist originalreich, ne? Mit dieser holzvertäfelten Decke. Also jetzt sieht man den Baustil tatsächlich. Ne? Hier mit dem Eingangsbereich, das ist ja jetzt hier das Ding, wo Bogensee drüber steht, ne? Ja. Eingangsportal, ja. Herren, so, ja. Das ist schon so reich, also das sieht man. Man kommt so hier rein, Marmor, ne? Guck mal hier, Marmor. Marmor verkleidet alles. Ja. Also jetzt haben wir Reichscharakter. Da draußen wird rumgelaufen und Fotos gemacht und Videos. Der Boden hier würde ich auch sagen, dass das original ist. Hier die Heizung, guck mal, mit dem Marmor-Dings außenrum. Und das ist reich. Ja? Ja, klar. Das siehst du. Das ist typisch hier. Ne? Charakteristisch reich. Die Lampen jetzt nicht unbedingt. Und hier auch, guck mal hier. Alles Holz vertäfelt. Ne? Was ist da hinten? Ja, nehmen wir jetzt immer hin. Steht da? Kaminzimmer. Also jetzt kommt, das ist, ja, oh ja. Oh ja, das schreit ja förmlich nach Drittes Reich. Ja. Also der Boden ist original hier, die holzvertäfelten Wände und der Kamin, das ist typisch reich. Also das war wahrscheinlich hier sein Arbeitszimmer, seine Kanzlei oder wie sich das nennt, ne? Von so einem Politiker. Guck mal, da ist ein Geheimweg. Den hab ich gesehen. Oha. Da ist ein Spiegel. Geil. Wie kannst du noch mal kurz diesen Geheimweg erklären für die Zuschauer? Du musst den Spiegel zur Seite nehmen. Das ist ein Spiegel. Geil. Mach mal. Ja, das ist der Geheimweg. Ja. Aber ein schöner Raum, ne? Ja. Also hier könnte ich auch gut arbeiten.
Ja? Also das sieht wirklich schön aus. Das ist der schönste Raum bis jetzt. Ja? Schaut mal. Ist wirklich schön. Kaminzimmer. Schaut mal hier der Boden, wie der hier aussieht, wo ich laufe. Wir laufen das jetzt einfach mal ab. Das geht hier rum. Jetzt bleibe ich hier stehen. Und guck mal die Mitte. Seht ihr das? Die ist wunderschön. Da ist gar nichts. Der ist wie neu, das Parkett. Das bedeutet, hier stand ein riesengroßer Tisch. Ihr seht ja die Umrisse. Und außen, da sind Stühle, da sind sie langgelaufen, das ist abgenutzt. Hier stand der Tisch und hier hat Goebbels gesessen. Das bedeutet, wenn ich hier rüberlaufe, ist hier Goebbels auf jeden Fall mal lang gelaufen. So, und dann habt ihr hier das Ganze auch nochmal. Hier ist auch noch eine Stelle, Abnutzung, und hier sieht es auch noch ein bisschen. Vielleicht hat hier mal ein Läufer oder sowas gelegen. Ne? Ja? Also es ist schon interessant, wenn man versucht, wenn man das nicht kennt, das Gebäude, wie es ausgesehen hat vorher, zu ermitteln, wo stand was und wie wurde was genutzt. Das war das Kaminzimmer oder wie gesagt, Goebbels sein Raum. Ist interessant. Schick. Okay, jetzt kommen wir in den Küchenbereich, würde ich sagen. Hier war der Verhörbereich. Ja. Oh, das ist ein Tresor. Ja. Würde er mal öffnen? Geht nichts. Kühlkammer, Alter. Ui. Ja, hier kamt ihr hin, wenn ihr nicht ganz so brav wart. Nachdem die fertig waren mit euch, wenn die geredet haben. Ja. Nach der Kamillentee-Session. Stickungsgefahr. Oh, ein Kämmerlein. So, ein Kämmerlein. Oh, guck mal hier, die Glühbirne. Hab ich auch gerade gedacht. Eieiei, das gibt's ja schon alles gar nicht mehr. Ja, und hier wurde gekocht für die Hotelgäste. Mal 22, 28, 3. 22. 22, ist ja erst vor 2 Jahren. Oh, der Feuerlöscher, der sieht auch noch gut aus. Wo hat denn da sein Prüfding? Ja. Müsste eigentlich oben drauf sein. Steht da 98, Ja. 10.98. Das ist schon ein bisschen älter. Er kommt. Ein Relikt. Ein Relikt. Ein Relikt der Vergangenheit. Was haben wir denn? Pass mal auf. Oh. Achtung. Leuchte mal rein. Guck mal, was da steht. Vorsicht, Aufzug. Nee, das Schild von wann? 39. Ach, da, ja, 1939. Otis Aufzugswerke GmbH. 1939. Also der ist tatsächlich Zweiter Weltkrieg. Guck mal, der Boden ist auch vertiefelt mit Parkett oder Stäbchen. Ja, Holz, ne? Tatsächlich Holz, ja. Ja, da hat man aufwendig gebaut. Cool. Geil, ne? Das ist richtig gut. Also das ist original. Ja. Also? Oh, ja, guck mal hier. Ne? Schön, ne? Ja, guck. Da wird Instagram-Foto gemacht. Pass auf, die Klappe geht zu. Ja, fällt. Nicht, dass der Kopf ab ist, Alter. Dann hängst du da drin. Dann musst du mit den Füßen rausziehen, Alter. Stell mal vor. Jo. Ja. Jawohl, hoch. Haben wir hier denn alles? Hier ist Feierabend. Nicht, geht nicht. Oh doch, mach wieder aus, geht. Ist aus? Ja, ist an. Jetzt? An, geht's aus. Also die Treppe ist auch noch original. Das haben die nicht verändert. Nein, das haben sie neu gemacht. Aber die Treppe mit den Handläufen, siehst du ja. Wo war der Aufzug? Da irgendwo. Oh, hier ist ja alles. 1839, das ist Was ist ein Zigarrenkasten? Die Firma kommt von 1839, ne?
Ist das eine Zigarrenkäste? Ich weiß aber es nicht. Ja, großes Bad. Aber es ist Gemeinschaftsbad, also es ist nicht für einen. Garderobe Herren, ach so. Na guck, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, ne? Ja. Und das ist wahrscheinlich unausgebauter Dachboden, ne? Ja. Schuh? Guck mal, ein alter Schuh. Ein sehr alter Schuh. Goebbels-Schuh, absolut ein Relikt. Ja, das ist. Achtung. Ja, aber darunter ist halt noch die Decke. Gut, das ist der Dachstuhl, unisoliert, große Absauge hier von der Küche, ne? Ist das? Unter uns müsste die Küche sein. Aber habt ihr diesen kleinen Aufzug jetzt entdeckt? Nee, ne? Der müsste doch auch irgendwo dann eigentlich sein. Oder die haben den verbaut. Ja. Auch komisch, der sieht auch uralt aus. Man kann ja aber ja nicht Der sein. sieht richtig uralt aus. Anhand der Zeitung kann man das. Den Aufzug werden die tatsächlich überbaut haben. Weil das ist dann wahrscheinlich hier Umkleide Frauen, ne? Ja, Garderobe Frauen ist das hier. Guck dir mal diesen Klohalter an, Alter. Ich glaube, das war der Personalbereich. Ja. Garderobe, ne? Also hier werden die sich umgezogen haben. Das ist Garderobe Frauen. Ach guck mal, wenn ein Speiseaufzug hier hochging, also muss es doch auch. Hier oben wahrscheinlich haben die Herrn Goebbels dann hier oben seinen Tee serviert. Das sieht nicht so richtig aus. Wenn er Tee getrunken hat. Ich weiß das nicht. Ich habe mich mit der Person Goebbels nie beschäftigt. So, und das war es ja auch schon wieder. Ne? Dann haben wir hier noch 85, ja. Oder der Speiseaufzug geht in den Keller. Ach so, hat das Ding einen Keller? Genau. Das kann auch noch sein, ja. Wir müssen noch mal Vielleicht, gucken, weil der glaube ich. Keller Ne? eine Kegelbahn oder Bitte. Ah, danke. eine Kegelbahn hat oder keine Ahnung was. Schwimmbad. Oder eine Bar. Aber lass mal kurz gucken, wenn wir jetzt hier runtergehen. Ja, wo das ist, genau. Das sollten wir mal tun. Der Wand. Warte mal. Nein. Ja, E und K steht hier. Also der geht in den Keller, guck. E und K, Erdgeschoss und Keller. Und dann ist hier, ne, E sind wir auch, K und benutzt. Weiß ich nicht, wir müssen den Keller auf jeden Fall finden jetzt. Will einer vor oder gebührt mir das? Das gebührt dir. Mit Super, ich freue mich. Du bist ja ein Jungfrau. Da musst du aber dich klein bücken können. Kleinbücken. Ja, das ist eine kleine Fläche und Das du sieht musst nur dich so tief aus. bücken. Ja, Man weißt geht du? runter in die Hocke, dann kannst du rein. So, hier steht eine Leiter, die gehört da nicht hin. Das hat der Alexandro entdeckt und da gehen wir jetzt rein, oder? Ja. Und da unten ist noch eine Leiter. Hältst du das mal und gibst mir das dann nach unten, dass ich nicht jetzt noch abschiebe, weil natürlich in so Situationen bin ich immer am Rauchen. Ich sehe schon. Jemand? Oh ja, da müsst ihr ohne Scheiß, das lohnt sich. Ja. Ja, lohnt sich wirklich. Also für dich ist das ideal. Du bist schlank und klein, perfekt. Danke. Wen haben wir denn da? Ja, ui. Sag ich doch. Ui. Sag ich doch. Ich bin doch auch hier durchgekommen. Sag ich doch. Ich bin ja ein bisschen breiter als du. Sag ich doch. Ja, halt. Goebbels Bunker, Alter. Ja. Nee, Keller. Ja, aber wir müssen den Scheißaufzug finden. Wir dürfen das erstmal nicht verraten. Wir sagen es einfach gar keinem. Die erfahren das aus dem Video. Ah, ja, hier siehst du? Hier kommt Fernwärme an. Geil. Fernwärme. Pumpensumpf. Ein Kessel. Wissen wir nicht. Wir laufen gerne in devoter Haltung. Ja. Bei Edelstahl. Der ist ein bisschen was wert, wenn du den zum Schrotti bringst. Edelstahl ist teuer. Waffenkammer, guck mal hier. Alter, das ist wirklich krass gebaut, ne? Also ist kein wirklicher, ist nur ein Versorgungskeller, ne? Sehr Fischkeller. Oh. Ja, hier kommen auch nochmal Fernwärmerohre überall. Dicke sogar.
Wir müssen auch den Speiseaufzug finden, das ist richtig. Ja, den suchen wir jetzt. Also Mission Speise. Hier ist eine Treppe. Guck mal. Siehst du? Ja, guck mal hier. So, hab ich doch gesagt. Alter, du bist so gut. Hab ich doch gesagt. Guck mal in die Kamera, ich will dich loben. Lob und Anerkennung. Guck mal her. Hab ich doch gesagt. Ja, hast du richtig. Hier ist aber auch was zugemacht. Ja, aber da kommen wir hinter. Aber wo sind wir denn hier? Weil, guck mal hier. Hier ist ein Ausgang nach draußen. Hier ist eine Stufe. Siehst du das? Ja. Weil hier ist ja ein Kellerfenster. Das ist direkt über dem Kellerfenster. Ja. Ist der Treppenabgang gewesen. Ja. Wir müssen im Küchenbereich sein, theoretisch. Nee, noch nicht. Der ist weiter nach da, würde ich sagen. Das ist auch neu. Alter, ist gefließter Bereich hier. Boah, Alter, guck mal hier, ey. Guck mal die Zelle hier. Wir haben's. Guck mal die Zelle. Mit Glas zum Reingucken. Das war eine Kühlkammer. Eine Kühlkammer. Ja, klar. Original. Das ist die originale Kühlkammer von damals. Mackie, und? Guck mal hier die Treppe in den Speiseaufzug. Ja, guck mal, hier geht's hoch. Ja. Alter. Lieben? Ja? Ich werde nie. Guck mal, hier ist die Treppe nach oben. Dem wird jetzt gesagt, zugemauert, oder? Nee. Die Tür ist einfach nicht zu. Wo ist draußen? Ja, ist draußen. Danke. Ist draußen. Tatsächlich. Aber warte, das ist so. Hier ist die Treppe nach oben, die wir hochgegangen sind. Und der Speiseaufzug, wir haben es gefunden. Ich fühle mich an wie so ein Kleingeldautomat. Ja, wir wissen schon. Ich muss das auf jeden Fall gleich mal. Ja, hier sind die Gegengewichte und da sind wir. Freunde, da sind wir. Geil. Ja. Entschuldige bitte. Guck mal, hier gibt es noch Knöpfe. Drück doch mal. Die originale. Ah, hier ist noch eine Kühlkammer. Mit Guckfenster, dass ihr nicht eingesperrt werdet. Klimageräte. Alter, was ein Riesenteil, ey. Das ist noch eine Kühlkammer. Oh, guck mal, hier ist die Klappe. Anlieferung, hier so Bierfässer und so ein Scheiß. Der mal draußen. Und hier ist noch eine Treppe nach oben. Könnte ein Foto sein, oder? Ja. Oh, hier ist Wasser, Vorsicht. Oh, hier ist ein Fröschkiss. Das müssen wir aber mitnehmen jetzt. Ist er, lebt der? Ja, der ist hier weg. Wo ist er denn jetzt? Den muss ich jetzt. Hier, neben mir, guck mal. Oh, was ein hübscher. Den bring ich mal eben raus. Ich guck mal, behalte den mal im Auge. Den setzen wir raus. Das geht so nicht, der arme Kerl. Ist er noch gehüpft? Ja, klar. Ja. Ja, der stellt sich jetzt tot, ne? Hältst du das mal gerade? Das auch. Okay. Oh Gott, der Arme. Na guck, er lebt. Da ist er. Haben wir noch einen, wenn wir schon mal hier sind? Ich habe keinen gesehen. Den setze ich jetzt mal eben. Deine Kamera läuft, ist das richtig? Ja, ja, lass die mal laufen. Weil der will jetzt auch raus. Kommst du mal mit der Kamera, dann ist als erstes mal raus, weil der will jetzt. Der will nicht bei mir sein. Ich bringe mal eben meine Oberfläche. Jetzt ziehen wir den Frosch in einem durch. Der Froschretter. Yes. Er hat sich gefreut, hat Danke gesagt. Ja, sowas lässt man nicht unten, das stirbt hier. Das muss ja nicht sein. Du guckst schon so. Ja, ich habe nicht gesehen. Guck mal hier, das müsste so jetzt langsam unter den Räumen sein, wo das Kaminzimmer ist, würde ich sagen. Jetzt rein von der Orientierung. Aber stell dir mal vor, es gibt einen Kellerzugang zu machen. Ja, also dass der nicht aus dem Gebäude raus ist in den Bunker. Also eigentlich hast du 100%. Zugänge. Oh, hier, guck mal. Oh. Was ist das hier für eine Apparatur? Die Orientierung verloren. Alter, was ist das denn hier? Wow. Ach, guck mal, das sind versenkbare, wir sind über dem Kaminzimmer. Das sind so Schutzdinger, die du hochmachst, wie so Rollläden. Deswegen Weißt du? waren die Knöpfe oben. Deswegen waren die Knöpfe. Hier machst du Rollläden hoch und runter. Ja. Fenster 2, ja.
Hier müssten wir genau, also Kaminzimmer, Speisesaal. Müssen wir gleich mal draußen gucken, ob wir da was sehen. Dann machte Goebbels so einen seiner Tricks und ließ dann also die zum Staunen sämtlicher Gäste. Ich habe das damals, stell dir vor 40 Jahren. Da ließ er mich wiederholt da, wie ich jetzt. Und dass ich das heute noch mal machen kann, also das finde ich großartig. Guck mal, das sind aber richtige Gitterdinger, ne? Ja? Mal hier. Ja? Vielleicht sind das auch so Panzer. Das sind halt Rollläden, die kommen nicht von oben, sondern von unten. Vielleicht so Panzer. Glaube ich nicht, dafür sind die dann doch zu dünn. Das ist einfach nur, wenn das Licht reinbolzt oder sowas. Krass. Also das hätte ich nicht gedacht, dass die sowas war. Aber geil. Hammermäßig. Bei den ganz großen Dingern war das. Ja. Ja, da. Schatz. Was? Alter. Es hat geschaltet. Hier liegt noch Saft Aber dran. ich habe mich erschrocken. Hier, aber ich glaube, wenn wir den einschalten, geht siehst du? Frostschutz. Nee, lass mal. Krass. Und das ist hier Lüftung. Also Klimagedöns. Ist aber auch Ende. Das ist ja irre. Geht da auch eine Treppe da hoch oder was ist Nee, das? das ist zugemauert. Wahrscheinlich zum anderen Raum. Das beeindruckt mich schon ein bisschen. Das wusste ich nicht, dass sowas Das überhaupt ist für die gibt. damalige Zeit richtig krasse Technik, ne? High-End, Alter. Richtig High-End. Überleg mal, du hast Rollläden, die kommen aus dem Boden, damit die oben nicht das Gesamtbild verschandeln. Die auch nicht zugemauert. Ja, zu. Aber wo geht das denn hin? Das ist auf jeden Fall ein Raum hinter. Ja, sehe ich so nicht. Und da? Nee, Treppe. So. Guck mal, hier ist so eine Geheimtreppe. Holztreppe. Guck mal, Digga. Ja, auch zugemacht. Nein. Wenn hier eine geheime Holztreppe ist, ich bin mir sicher, hier ging es zum Bunker. Weiß ich nicht. Ich weiß über das Bauwerk Guck nicht. mal, jetzt warte mal ganz kurz mit dir. Guck mal. Nein, hier wird's. Aber guck oder? mal, ein Holzvertrieb. Meinst du nicht, das geht in den Bereich des Kaminzimmers? Ja, aber der Bunker ist ja auf der anderen Seite unter dem Hügel, da wo wir rein sind. Dann muss der Bunker ja dahin. Korrekt, da wo wir eingestiegen sind, da ist der Bunker. Ja. Ich habe halt, weil es war ja nicht geplant, dass wir hier hingehen, deswegen habe ich vorher auch überhaupt gar nicht gelesen, was, wie, wo.